Normalerweise würde ich jetzt hier schön entspannt in diesem Bötchen auf dem Edersee rumtreiben. Das ist jetzt tatsächlich nicht möglich. Ich sitze im wahrsten Sinne des Wortes auf dem Trockenen, denn so wirklich viel Wasser gibt es eben gerade leider nicht im Edersee. Ich bin jetzt bei Wasserbaumeister Marco Dreves. Herr Dreves, wie viel Wasser haben wir denn insgesamt noch im Edersee? Ja, zurzeit ist der Inhalt knapp unter 30 Millionen. Das heißt, wir haben ungefähr noch eine Füllmenge von knapp 15% des Inhalts. Okay, 15%, das klingt wirklich fast schon dramatisch. Wie schlimm ist denn die Lage? Also ist das denn wahnsinnig außergewöhnlich, dass wir zu diesem Zeitpunkt so wenig Wasser hier haben? Ja, das ist schon außergewöhnlich. Also dieses Jahr ist wieder ein ganz extrem trockenes Jahr. Das letzte hatten wir in 2018. Da war es aber die Trockenheit noch ein bisschen später. Also wir sind jetzt vor ungefähr 2 Wochen auf die Mindestabgabe schon runtergegangen, auf 6 Kubikmeter pro Sekunde. Das ist außergewöhnlich früh, dass schon Mitte August passieren muss. Was heißt Mindestabgabe für mich, die ich mich überhaupt nicht damit auskenne? Also Mindestabgabe heißt, es gibt eine Vorgabe, wo festgelegt ist, wie viel Kubikmeter Wasser mindestens aus der Talsperre abfließen müssen. Und das ist festgelegt 6 Kubik. Das heißt, da geht es um Tierleben unterhalb der Eder, dass die entsprechend Wasserqualität haben, auch Sauerstoff. Ich finde es auch hier schon sehr krass, wie es hier aussieht, wenn wir uns mal umgucken. Normalerweise würde das ja wirklich komplett unter Wasser stehen. Jetzt haben wir hier ganz viel Stein, ganz viele Enten, Gänse, die unterwegs sind, teilweise auch etwas grün. Ja, wie dramatisch ist denn die Lage Ihrer Meinung nach? Ja, die Lage ist schon dramatisch. Also der Klimawandel hält auch hier nicht an. Man sieht es, normalerweise hätten wir hier 15 Meter Wasser über uns, wo wir jetzt gerade hier in diesem Bötchen auf dem Trockenen sitzen. Das ist dieses Jahr schon wirklich ganz extrem. Gibt es da irgendwelche Maßnahmen, die Sie unternehmen oder die schon unternommen werden, falls es in Zukunft häufiger solche Dürreperioden gibt? Ja, es gab vor einigen Jahren eine Abstimmung mit den Anrainern und auch der Oberweser-Anrainern, dass man eine sogenannte Triggerlinie einführt. Das heißt, bei einem Inhalt von 175 Millionen Kubikmeter Wasser und einer Erwartung, dass das Jahr sehr trocken wird, so wie dieses Jahr. Und das haben wir dieses Jahr auch eingesetzt, diese Triggerlinie, schon Anfang Juni. Dann wird der Bezugspegel in Hanmünden um 5 cm abgesenkt, von 1,20 Meter auf 1,15 Meter. Okay. Und wie macht sich das denn hier auch für die Menschen bemerkbar, die vielleicht auch im Tourismussektor tätig sind? Na klar, dieses Jahr ist es sehr unerfreulich. Man setzt sein Boot im April in den See und kann es, sage ich mal, Mitte Juli schon wieder rausholen. Ist natürlich für die Tourismusbetriebe hier nicht glücklich. Aber die erste Zweckbestimmung der Talsperre ist die Niedrigaufwassererhöhung auf der Oberweser. Das heißt, es müsste jetzt einfach einen gewissen Zeitraum auch durchregnen, dass sich das wieder einigermaßen reguliert? Ja, aber da müsste es lange regnen und das dauerhaft 2 Wochen, sage ich mal, um wirklich, dass hier mal wirklich Wasser in die Talsperre kommt. Ja. Okay, Herr Dreves, ich sage schon mal herzlichen Dank und wir drücken wahrscheinlich alle die Daumen, dass es endlich mal wieder etwas regelmäßiger regnet. Da freut man sich ja zurzeit über jeden Tropfen und ich denke mir, vielleicht auch manchmal zu Hause darauf achten, wie viel Wasser wir in diesen Hitzezeiten unnötigerweise verschwenden und damit haben wir vielleicht für unseren Teil auch schon eine Kleinigkeit beigetragen.